Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sprakuku Deutsch lernen. Hier könnt ihr Deutsch lernen und nicht nur das, ihr könnt auch gerne meine Online-Schule besuchen auf www.sprakuku.com, um gemeinsam mit mir und anderen fantastischen Deutschlernerinnen und Deutschlernern Deutsch zu lernen. In diesem Video geht es um euren Wortschatz. Ihr möchtet euren Wortschatz erweitern und genau deshalb solltet ihr auch ganz gut aufpassen. Denn in diesem Video sehen wir uns Alternativen für das Verb geben an. Ich nenne euch Beispielsätze mit geben und dann im Anschluss immer eine Alternative. Und diese solltet ihr euch unbedingt aufschreiben, um euren Wortschatz zu erweitern. Und nach einem kurzen Intro legen wir los. Sprakuku Deutsch lernen. Schön, dass ihr dran geblieben seid, denn jetzt zeige ich euch Alternativen für das Verb geben. Ich habe es bereits angekündigt, ihr solltet gut aufpassen, nehmt euch bitte einen Stift zur Hand und schreibt euch die Alternativen auf. Dann könnt ihr effektiver Deutsch lernen. Das erste Beispiel lautet, der Vermieter hat uns den Schlüssel zur Wohnung gegeben. In diesem Beispielsatz könnt ihr statt geben das Verb aushändigen nutzen. Und dann heißt der Satz, der Vermieter hat uns den Schlüssel zur Wohnung ausgehändigt. Ein weiteres Beispiel. Er forderte die Mitarbeiterin auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Auch in diesem Beispiel passt aushändigen. Dann lautet der Satz, er forderte die Mitarbeiterin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Sehen wir uns die nächsten Beispielsätze an. Die Botschaft hat ihm endlich das Visum gegeben. Wie könnte man statt das Visum geben sagen, das Visum erteilen oder ein Visum erteilen? Dann lautet der Satz, die Botschaft hat ihm endlich das Visum erteilt. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Wir können Ihnen aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben. Statt Auskunft geben könnt ihr auch sagen, Auskunft erteilen. Dann lautet der Satz, wir können Ihnen aus Datenschutzgründen keine Auskunft erteilen. Sehen wir uns weitere Beispielsätze an. Der Professor hat seinen Studierenden eine Aufgabe gegeben. Statt eine Aufgabe geben kann man sagen, eine Aufgabe erteilen. Dann lautet der Satz, der Professor hat seinen Studierenden eine Aufgabe erteilt. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Unser Chef hat uns einen neuen Arbeitsauftrag gegeben. Auch hier passt erteilen. Dann lautet der Satz, unser Chef hat uns einen neuen Arbeitsauftrag erteilt. Also einen Auftrag erteilen. Passt auch, schreibt es euch bitte auf. Und solltet ihr euren Wortschatz generell erweitern wollen und häufig Deutsch sprechen wollen, dann seht euch unbedingt meinen Konversationskurs an. Dieser findet monatlich statt und diesen findet ihr auch in meiner Online-Schule und dieser findet auch mit mir statt. Wir können dann gemeinsam an euren Deutschkenntnissen arbeiten. Aber jetzt zur nächsten Alternative. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, in Raten zu bezahlen. Hier kann man statt die Möglichkeit geben, sagen, die Möglichkeit einräumen. Dann lautet der Satz, wir räumen Ihnen die Möglichkeit ein, in Raten zu bezahlen. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Unternehmen sollen Frauen und Männern gleiche Chancen geben. Auch in diesem Beispielsatz kann man einräumen nutzen. Dann lautet der Satz, Unternehmen sollen Frauen und Männern gleiche Chancen einräumen. Sehen wir uns die nächste Alternative für geben an. Die Fluggesellschaft musste den Passagieren Ersatz geben, nachdem ihr Flug annulliert wurde. Das klingt komisch. Statt Ersatz geben könnte man sagen Ersatz leisten. Dann lautet der Satz, die Fluggesellschaft musste den Passagieren Ersatz leisten, nachdem ihr Flug annulliert wurde. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Die Besucher des Museums haben dem Künstler für seine Arbeit Anerkennung gegeben. Statt Anerkennung geben könnt ihr sagen Anerkennung zollen. Dann lautet der Satz, die Besucher des Museums haben dem Künstler für seine Arbeit Anerkennung gezollt. Also schreibt es euch bitte auf, Anerkennung geben oder Anerkennung zollen.
Das gibt es auch in anderen Kombinationen, wie zum Beispiel: Ich zolle euch Respekt dafür, dass ihr so fleißig Deutsch lernt. Also Respekt zollen, das ist auch eine Kombination, die ihr wissen solltet. Sehen wir uns die nächste Alternative für das Verb geben an. Die Zuschauer haben dem Sänger stehenden Applaus gegeben. Statt Applaus geben könnt ihr sagen Applaus spenden. Dann lautet der Satz: Die Zuschauer haben dem Sänger stehenden Applaus gespendet. Sehen wir uns einen weiteren Beispielsatz an. Die Lehrerin hat den Schülern für ihre guten Noten Lob gegeben. Ihr wart aber super fleißig. Auch hier könnte man statt Lob geben Lob spenden sagen. Dann lautet der Satz: Die Lehrerin hat den Schülern für ihre guten Noten Lob gespendet. Sehen wir uns die nächste Alternative für geben an. Die Regierung wird den Opfern finanzielle Unterstützung geben. Statt Unterstützung geben könnt ihr sagen Unterstützung gewähren. Dann lautet der Satz: Die Regierung wird den Opfern finanzielle Unterstützung gewähren. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Leider gibt uns die Bank keinen Kredit. Auch hier passt gewähren. Dann lautet der Satz: Leider gewährt uns die Bank keinen Kredit. Und noch einen Beispielsatz. Der Geschäftsinhaber gibt seinem Kunden einen Rabatt. Auch hier passt gewähren. Dann lautet dieser Satz: Der Geschäftsinhaber gewährt seinem Kunden einen Rabatt. Sehen wir uns die nächste Alternative für das Verb geben an. Die Firma hat dem Kunden ein Angebot gegeben. Statt ein Angebot geben kann man sagen ein Angebot unterbreiten. Dann lautet der Satz: Die Firma hat dem Kunden ein Angebot unterbreitet. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Der Unternehmensberater soll Vorschläge geben, wie das Unternehmen besser wirtschaftet. Auch hier passt unterbreiten. Dann lautet der Satz: Der Unternehmensberater soll Vorschläge unterbreiten, wie das Unternehmen besser wirtschaftet. Sehen wir uns noch weitere Alternativen an. Diese neuen Technologien geben wichtige Informationen zum Verhalten der Menschen. Statt Informationen geben kann man sagen Informationen liefern. Dann lautet der Satz: Diese neuen Technologien liefern wichtige Informationen zum Verhalten der Menschen. Und ein weiterer Beispielsatz. Fingerabdrücke am Tatort geben wichtige Hinweise auf den Täter. Auch hier passt liefern besser. Fingerabdrücke am Tatort liefern wichtige Hinweise auf den Täter. Also merkt es euch bitte, statt Informationen geben könnt ihr Informationen liefern sagen. Nicht in allen Situationen ist es gleichermaßen passend, da müsst ihr natürlich etwas aufpassen, aber auch im zweiten Beispielsatz passt es wieder sehr gut. Statt Hinweise geben auf etwas passt eben Hinweise liefern auch sehr gut. Sehen wir uns die nächsten Alternativen an. Der Dozent gibt seinen Studenten eine Literaturempfehlung. Hier kann man statt eine Literaturempfehlung geben auch sagen, eine Empfehlung aussprechen. Dann lautet der Satz: Der Dozent spricht seinen Studenten eine Literaturempfehlung aus. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. Der Eigentümer hat dem Mieter eine fristlose Kündigung gegeben. Hier kann man auch statt geben aussprechen sagen und dann lautet der Satz: Der Eigentümer hat dem Mieter eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Und sehen wir uns jetzt noch die letzte Alternative in diesem Video an. Man sollte Frauen und Männern die gleichen Rechte geben. Auch hier passt ein anderes Verb, und zwar zubilligen. Dann lautet der Satz: Man sollte Frauen und Männern die gleichen Rechte zubilligen. Und das war auch schon das letzte Beispiel in diesem Video. Bitte seht euch das Video noch einmal an, wenn ihr die Beispiele nicht mitschreiben konntet, beziehungsweise nicht alle Alternativen notiert habt. Das ist unheimlich wichtig, dass ihr euch Beispielsätze notiert und diese auch anwendet, wenn ihr sprecht. Es reicht nicht, wenn ihr diese bloß aufschreibt und dann wieder zur Seite legt. Ihr müsst diese auch anwenden. Das machen wir übrigens auch in meinem Konversationskurs. Wir arbeiten an eurem Wortschatz und integrieren diese Wortschatzarbeit auch
in den Kurs. Das heißt, während ihr sprecht, seid ihr dazu aufgefordert, neue Strukturen anzuwenden, sodass ihr das auch wirklich im Alltag nutzen könnt. Bitte schaut euch den Kurs an. In meiner Online-Schule findet ihr alle Informationen zu diesem Kurs. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung oder hier oben. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr über einen netten Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Und bitte abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video für und mit euch und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.